Hallo, hier ist der Fez von Fez Hobby-Ecke. Kein Profi, kein Experte, aber seit fast 30 Jahren im Hobby. Perfektionist und Chaot in einem. Heute geht's um Feuer, Glauben und Bolter. Ich stelle euch meine Adepta Sororitas vor, genauer gesagt den Orden der Heiligen Rose. Eine Armee voller Disziplin, Hingabe und weißen Rüstungen, an denen vielleicht noch das Blut der Ketzer klebt. In diesem Video zeige ich euch meine Miniaturen. Was macht die Armee besonders? Welche Erinnerungen verbinde ich damit? Und wie viele Punkte habe ich da eigentlich kampfbereit? Das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Die Adepta Sororitas. Manchmal auch liebevoll oder auch spöttisch bekannt als Nuns with Guns, also Nonnen mit Knarren. Aber auch bekannt als Battle Sisters, Schwesternschaft oder Töchter des Imperators. Sind das also betende Amazonenkriegerinnen in Servorüstung und Boltern? Jein. Also irgendwie schon, aber nicht so ganz. Wie sehen die Hintergründe der Armee aus? Ich will hier keine Lore runterbeten. Das kann man alles im Kodex nachlesen, online im Lexikanum oder es gibt da natürlich auch einige separate Videos dazu. Darum hier nur kurz zusammengefasst. Die Adepta Sororitas sind sozusagen die kämpfende Faust am militärischen Arm des imperialen Glaubens. Die Sisters of Battle sind hierbei der bewaffnete Teil der Adepta Sororitas. Sie bestehen ausschließlich aus Frauen, weil ein alter Erlass verbietet Männern in der imperialen Kirche die Führung militärischer Kräfte. Die Adepta Sororitas sind für ihren Glauben und ihren Fanatismus bekannt. Ihr Glaube an den Gott Imperator ist absolut. Dieser Glaube ist so stark, dass sich dieser in Wundern auf dem Schlachtfeld manifestiert. Das sieht man auch an der Armeeregel, dazu später mehr. Die Aufgaben und Rollen im Imperium sind zum einen Jagd auf Ketzer, Kampf gegen Häresie, Verteidigung heiliger Stätten. Sie kämpfen auch oft an der Seite der Inquisition. Sie kämpfen, weil sie fest daran glauben, das göttliche Werk des Imperators zu vollbringen. Da ist kein politisches Kalkül oder so dahinter. Ähnlich wie Space Marines sind die Sororitas in unterschiedliche Orden organisiert. Manche Orden sind groß, andere sind klein und oder auf bestimmte Regionen begrenzt. Die bekanntesten Orden sind jedenfalls der Orden der Heiligen Märtyrerin, der Orden des tapferen Herzens, Orden der blutigen Rose, des schwarzen Kelches, des silbernen Leichentuchs und mein Orden der Heiligen Rose. Zum Vergleich der Größe eines Sororitas-Ordens: ein klassischer Space Marine Orden nach dem Codex Astartes umfasst ca. 1000 Marines, also 10 Kompanien mit jeweils 100 Brüdern. Die großen Orden der Sororitas, wie der Orden der Heiligen Märtyrerin und der Heiligen Rose, umfassen dagegen mehrere tausend aktive Kämpferinnen, zum Teil 6000 oder mehr Sisters of Battle. Dazu kommen dann noch Novizinnen, nicht-militärische Mitglieder, der Führungsstab, Mechanikerinnen, Missionare etc. Der große Unterschied: die Sororitas bestehen eben nicht aus genetisch modifizierten Übermenschen, sondern aus ausgebildeten und außergewöhnlich gläubigen Sterblichen. Aber was ihnen an physischer Verstärkung fehlt, machen sie mit Kampfgeist, Disziplin und unbeirrbarem Glauben mehr als wett. Ich finde, gerade im Hinblick auf Standhaftigkeit, Moral und Entschlossenheit stehen die Adepta Sororitas den Engeln des Todes, also den Space Marines, in nichts nach. Denn ihre Ängste werden auch gar nicht durch Genimplantate unterdrückt, sondern durch ihre schiere Willenskraft und ihren fanatischen Glauben. Und das finde ich ehrlich gesagt ziemlich krass beeindruckend. Bevor ich euch meine Miniaturen im Detail zeige und wir mal die Punkte dazu hochzählen, können wir einfach mal gemeinsam durch den Kodex der Adepta Sororitas blättern. Der Orden der Heiligen Märtyrerin ist so der bekannte Orden, der auch offiziell auf den Boxcovern drauf ist. Oder auch hier. Das ist das unglaublich bekannte Sisters of Battle Codex Cover, Codex der 2. Edition von John Blanche. Richtig krasse Illustration, bringt halt voll den 90er-Vibe so rüber. Ja, und das Cover hat natürlich auch so das klassische Erscheinungsbild der Adepta Sororitas gekräftigt. Also schwarze Rüstungen, weißes Haar oder weiße Helmvisiere, dazu rote Kutten
Das ist so das klassische Adepta Sororitas-Bild. Hier übrigens Morwen Wall, die Äbtissin Sanctorum, das heißt also die oberste Kommandantin der Adepta Sororitas. Geniales Artwork hier, super Illustration. Morwen Wall ist die höchste militärische Autorität der Schwesternschaft, kämpft in so einer uralten Reliquienrüstung. Das ist ein Paragon-Kriegsanzug namens Purgatua Mirabilis, was so viel heißt wie wunderbarer Läuterer oder Wunder der Reinigung, sinngemäß in typischer Warhammer-Manier, also das Wunder, das das Unreine auslöscht. Im Kodex ist für die größeren Orden jeweils eine eigene Seite gewidmet. Hier auch mein Orden der Heiligen Rose, das Licht der Ruhe in der Schlacht. Ich finde den Orden ziemlich cool und ich bin auch echt froh, mich dafür entschieden zu haben. Ich habe den Orden aber nicht wegen der Lore gewählt. Im Endeffekt war das zunächst eine kreative Entscheidung, weil ich zu einem Zeitpunkt einfach auch überhaupt gar keinen Bock auf Schwarz hatte. Die Adepta Sororitas sind auch keine Armee, die ich mir bewusst gekauft habe. Und trotzdem ist es mittlerweile eine meiner Lieblingsarmeen. Wie kam ich denn zu den Adepta Sororitas? Wir hatten das Hachette-Abo Warhammer 40k Imperium. Hauptsächlich Ultramarines und Necrons drin, Miniaturen und Regeln 9. Edition. Theodor und ich teilten uns das auf. Er übernahm die Ultramarines und ich übernahm die Necrons. Auf der Seite des Imperiums, also auf Seiten der Ultramarines, gab es dann aber auch noch ein paar Minis für Adeptus Mechanicus und eben auch für die Adepta Sororitas. Da ich mit meinen Necrons fast fertig war und Theodor mit seinen Ultramarines genug zu tun hatte, habe ich dann angefangen, die Adepta Sororitas zu bauen. Und beim Bauen habe ich echt Gefallen daran gefunden. Die Minis mit den religiösen Symboliken und Relikten fand ich dann halt auch echt cool. Hab dann auch immer mehr dazu gelesen und auch die Story, Lore zum Orden der Heiligen Rose, beziehungsweise das Auftreten dieser Schwestern, genial gefunden. Die Battle Sisters des Ordens der Heiligen Rose, die sind halt noch frommer. Das sind noch gläubigere Gläubige. Und gemäß Ordenslehre glauben die halt so fest daran, dass der Sieg nur durch den Glauben allein errungen werden kann. Jeder Kampf, jeder Tod wurde von der göttlichen Schutzpatronin der heiligen Arabella vorherbestimmt. Die weinen und trauern deshalb auch gar nicht um gefallene Schwestern, weil es ist alles Teil des göttlichen Plans. Sie selbst sind nur Gefäße für den Willen des Gottimperators. Das ist schon ziemlich krass. Die strahlen also so eine richtige Aura frommer Gelassenheit aus. Ruhig, bedächtig, ein Gebet auf den Lippen oder chorale Gesänge beim Vormarschieren. Links und rechts fallen die Schwestern auf dem Schlachtfeld, aber die marschieren weiter, packen alle Ketzer in heiße Pyroblaster-Flammen, verbrennen alles. Hammerbild. Was ich dann auch interessant finde, ist, wie diese Hintergründe der Armee sich dann auf das Spielfeld auswirken, also auf die Regeln der Armee auswirken. Dazu schauen wir uns mal die Armeeregeln an und gucken vielleicht auch in die ein oder andere Kontingenzregel mal rein. Ein Kernmerkmal der Adepta Sororitas im Spiel ist eben die Verwendung von sogenannten Wunderwürfeln. Mit diesen Wunderwürfeln kann man dann statt eines Standardwürfels eben den Wunderwürfel einsetzen. Das ist die zentrale Spielmechanik der Adepta Sororitas, um in besonders kritischen Momenten etwas die Varianz rauszunehmen. Also wenn man sich nicht allein auf sein Würfelglück verlassen möchte. Wie erhält man diese Wunderwürfel? Ja, zum einen zu Beginn jedes Zuges, zum anderen jedes Mal, wenn eine Sororitas-Einheit zerstört wurde. Wenn man einen Wunderwürfel erhält, wirft man einfach einen W6. Der Wert definiert dann diesen Wunderwürfel und der Wunderwürfel wird zur Seite gelegt. Im Laufe des Spiels kann so der Vorrat der Wunderwürfel also gut anwachsen, insofern man diese nicht direkt verwendet. Wichtig aus meiner Sicht sind da aber noch 2 Punkte. So wie ich die Regel bisher verstanden und angewendet habe, muss man sich vor einem Wurf entscheiden, ob man einen einzelnen Würfel in einem Wurf durch einen Wunderwürfel ersetzt. Also vor dem Wurf und nicht nach dem Wurf. Man kann also nicht abwarten, ob das Wurfergebnis gut ist und dann nur bei einem schlechten Wurf einen Wunderwürfel verwenden. Das geht meiner Meinung nach nicht. Ich erwähne das, weil ich hier und da auch Battle Reports gesehen habe, bei denen das nicht so gehandhabt wurde. Falls ich die Regel aber bisher komplett falsch verstanden habe und man auch nach einem Wurf ersetzen darf, lasst mich das unbedingt wissen. Schreibt's in die Kommentare, weil das würde die Armeeregel ja auf jeden Fall noch krasser machen. Zweiter Punkt. Wenn ein Wurf aus 2 W6 besteht, zum Beispiel beim Vorrücken, Angriffswurf, bei einem Erschütterungstest, dann darf vor dem Wurf nur einer dieser 2 Würfel durch einen Wunderwürfel ersetzt werden. Setzt man zum Beispiel einen Wunderwürfel mit einer 5 ein, dann würfelt man statt 2 W6 eben W6 plus 5. Zusätzlich zu dieser Armeeregel gibt es auch noch die Kontingenzregeln. In der aktuellen 10. Edition kann man pro Armee ein Kontingent oder auf Englisch Detachment wählen.
Dieses Kontingent gibt der Armee dann eine gewisse taktische Richtung und symbolisiert sozusagen Regeln für bestimmte Themen einer Armee oder auch Subfraktionen. Je nach Armee, also zum Beispiel Regeln für spezielle Orden, Legionen, Craftworlds etc. Durch das gewählte Kontingent erhält man zusätzlich zur übergreifenden Armeeregel dann noch eine Kontingenzregel, also eine Detachment Rule, neue Befehlstaktiken, Stratagems und zusätzliche Aufwertungen für Helden, Charaktermodelle, Enhancements. Das ist alles nicht komplett neu in der 10. Edition, auch in früheren Editionen gab es solche Sonderregeln. Aus meiner Sicht ist das aber in der aktuellen Edition im Vergleich zu älteren Regelwerken viel einfacher umgesetzt. Schauen wir uns also noch kurz die möglichen auswählbaren Kontingente der Sororitas an, aber wirklich nur ganz kurz, damit wir uns dann auch endlich die Miniaturen anschauen können. Das Kontingent Geweihte Märtyrerinnen bringt als Kontingentregel Blut der Märtyrerinnen. Wenn eine Einheit unter Sollstärke ist, wird bei jedem Trefferwurf eine 1 dazu addiert und wenn die Einheit dann noch unter halber Sollstärke ist, wird dann zusätzlich noch bei jedem Verwundungswurf eine 1 addiert. Das heißt, eine Einheit aus 10 Battle Sisters, eine Schwester stirbt, die verbleibenden 9 treffen besser. Sterben weitere und die Einheit fällt unter die halbe Sollstärke, also unter 5, dann verwunden die verbleibenden Schwestern eben auch besser. Auf die Verbesserung und Stratagems gehe ich jetzt aber nicht pro Kontingent ein, das ist zu viel des Guten. Weiteres Kontingent wäre das Heer der Sühne. Die Kontingenzregel verzweifelte Suche nach Erlösung ist da auch schon wieder etwas komplizierter als die vorherige und betrifft auch nur Büßermodelle, also die Repentia, die Märtyrer, die Läutererläufer, Flagellanten, mehr gibt's da glaube ich noch gar nicht. Im Grund hat man 3 Schwüre der Buße zur Auswahl, man darf jeden Schwur aber auch nur pro Schlacht einmal auswählen und zu Beginn jeder Schlachtrunde wählt man eben einen davon aus. Das sind zum einen Pfad des Büßers, Bewegung plus 3 Zoll, dann Absolution in der Schlacht. Die Einheit hat angegriffen. Ja, dann kriegt sie +1 auf Attacke und +1 auf Stärke der Nahkampfwaffen. Und dann zu guter Letzt noch Tod vor Schande. Das Modell wird im Nahkampf zerstört. Wenn das Modell aber noch nicht selbst gekämpft hat, wirft man W6. Und bei 2+ darf das Modell eben noch selbst zuschlagen und wird erst danach zerstört. Also sozusagen noch so ein letzter Schlag vorm Tod. Diese Schwüre der Buße gelten aber nur für diese Büßermodelle, die ich zuvor genannt habe, also nicht für Standardeinheiten der Adepta Sororitas. Dann gibt es das Kontingent Flammenbotin mit der Kontingentregel Eifrige Reinigung. Bedeutet, Fernkampfwaffen der Adepta Sororitas haben dann zusätzlich die Sturmwaffen-Sonderregel. Das heißt, man darf auch nach dem Vorrücken noch schießen. Und zusätzlich zu dieser Sturmwaffen-Sonderregel kommt dann noch mit oben drauf, wenn man auf Feinde innerhalb von 12 Zoll schießt, wird +1 auf die Stärke der Fernkampfwaffe addiert. Das 4. Kontingent, was im Kodex aufgeführt wird, ist Armee des Glaubens mit der Kontingenzregel Heilige Riten. Jede Adepta Sororitas Einheit kann dann bis zu 2 Glaubensakten pro Phase durchführen, statt nur einem. Also das bedeutet, jede Einheit kann ja pro Phase eigentlich nur einen Glaubensakt benutzen, das heißt einen Wunderwürfel einsetzen. Das heißt, in der Schussphase könnte man also nur entweder beim Trefferwurf oder beim Verwundungswurf Wunderwürfel einsetzen. Mit dieser Kontingenzregel jedoch kann eine Einheit in einer Phase 2 Glaubensakte verwenden. Mit dieser Kontingentregel erhält man also mehr Flexibilität beim Einsetzen der Wunderwürfel. Man kann gezielter damit arbeiten, man kann häufiger wichtige Würfe absichern oder verbessern, aber dazu braucht man eben auch einen gewissen Vorrat an Wunderwürfeln. Also ist auch wieder sehr speziell. Aus meiner Sicht ist sowieso das Kontingent Geweihte Märtyrerinnen am einfachsten und auch vielfältigsten einsetzbar. Alle anderen Kontingentregeln sind da schon sehr viel spezieller auf gewisse Modelle oder taktische Herangehensweisen zugeschnitten, aber eben genau dafür sind die ja auch da. Aber jetzt wollen wir uns doch mal anschauen, aus welchen Miniaturen mein Orden der Heiligen Rose besteht, wie ich die angemalt habe und wie viele Punkte denn da zusammenkommen. Den Anfang macht mein Seraphim-Trupp, 5 Modelle, 80 Punkte. Zur Info, die Punktwerte entsprechen dem zum Zeitpunkt des Videos aktuellem Feldhandbuch Version 3.1. Hier die Seraphim Prioris mit Energieschwert und Plasmapistole. In der Einheit sind dann noch 4 weitere Seraphim, jeweils mit 2 Boltpistolen und einer Handwaffe. Das ist eine sehr schnelle Einheit, 12 Zoll Bewegung. Statt der Boltpistolen können die theoretisch auch Inferno-Pistolen und Flammenpistolen tragen. Da die Miniaturen aber aus dem Imperium-Abo sind, gab es da keine Ausrüstungsoption, deswegen hier standardmäßig mit den Boltpistolen gebaut. Vielleicht noch ganz interessant der Unterschied zu einem Zephyrim-Trupp. Bei einem Zephyrim-Trupp gibt es eine starke Nahkampfwaffe und eine Fernkampfwaffe. Hier Seraphim-Trupp hat eben 2 Fernkampfwaffen und nur eine schwächere Nahkampfwaffe. Weiter geht's mit dem Sororita-Trupp. Hier die Trägerin des Simulacrum Imperialis. Damit kann man sich für eingenommene Missionsziele weitere Wunderwürfel ergattern. Dann die Anführerin des Trupps, die Prioris mit Kettenschwert und Bolter.
Hier gibt es theoretisch auch mehr Möglichkeiten. Hier dann die erste Spezialwaffe Sturmbolter. Und mein absolutes Lieblingsmodell in diesem Trupp mit Ministorum Flammenwerfer und dieser verbrannten Chaos-Kultisten-Dämonenleiche auf dem Boden. Mit Blood for the Blood God, Nurgle's Rod ist mir das, glaube ich, da ziemlich gut gelungen, diesen verbrannten Chaoskörper da auf dem Boden zu haben. Das verbrannte Fleisch sieht schon geil aus. Dann kommen jetzt noch die restlichen Schwestern mit der Standardbewaffnung, dem Bolter. Beim Sororita-Trupp ist es ähnlich wie bei den taktischen Trupps der Space Marines früher. Bei den taktischen Trupps der Space Marines früher konnte man eine Spezialwaffe und eine schwere Waffe nehmen. Hier ist dann die Besonderheit, man kann 2 Spezialwaffen nehmen oder eine Spezialwaffe und eine schwere Waffe. Wie gesagt, da das aber die Modelle aus dem Imperium-Abo waren, da gab es keine Bauoption in dem Sinne. Und dann musste ich die Modelle eben so bauen, wie es dann von dem Abo, von dem Magazin her vorgegeben war. Als nächstes kommt dann eine Befehlshaberin, eine Prinzipalis mit Plasmapistole, Energiewaffe und dem besonderen Amtsstab. Mit diesem Amtsstab darf man dann bei Attacken der Prinzipalis bzw. bei Modellen der angeführten Einheit die Trefferwürfe von 1 wiederholen. Auch sehr schönes Modell, hat so ein bionisches Bein. Dann folgt die erste Büßereinheit. Hier eine Repentia Prioris, die dann 4 Repentia, 4 Büßerinnen in die Schlacht peitscht. Ausgerüstet hier mit einer Boltpistole und eben Neuralpeitschen. Bei den Repentia ist es ja so, das sind in Ungnade gefallene Schwestern. Die rennen dann mit den fetten Zweihänder-Kettenschwertern auf das Schlachtfeld, ohne Rücksicht auf Verluste, einfach nur mit dem Ziel, für ihre Schandtaten Buße zu tun. Sind also eine reine Nahkampfeinheit, bewegen sich mit 7 Zoll auch 1 Zoll schneller als eine normale Schwester. Die Zweihänder-Kettenschwerter haben eben Trefferhagel 1, normalerweise 2 Attacken, jeder kritische Treffer, das heißt jeder Treffer mit einer 6, führt zu einem weiteren Treffer dadurch. Kampfgeschick 4+, jo, ist auch nicht so mega krass. Stärke 6, Durchschlag -2, macht 2 Schadenspunkte. Ja, hier sieht man dann auch die nächste Büßereinheit. Arco-Flagellanten, hab hier nur 3 Modelle, aber das sind eben auch eine reine Nahkampfeinheit, sind auch Ketzer, Büßer, die eben mit den kybernetischen Flegeln in die Schlacht rennen, vor der Schlacht mit Drogen vollgepumpt werden und einfach alles auf ihrem Weg zerfetzen. Kann man auch 10 Modelle in die Schlacht führen, dann sind es 140 Punkte. Macht aus meiner Sicht auch mehr Sinn, weil diese 3 Modelle werden halt sehr schnell kaputt geschossen. Tja, 24 Minis, aber erst 355 Punkte. Bin gespannt, was da am Ende zusammenkommt. Hier weitere Büßereinheit, ein Läuterer, der in die Maschine gespannt wird und dann eben mit Drogen vollgepumpt wird, was die Qualen verstärkt. Und der rennt dann voller Schmerz eben in die Schlacht. Büßerflammenwerfer links und rechts und dann noch ein Büßer-Kreissägenpaar. Hier dann die Datasheet Cards, die sich sehr gut als Referenz während der Spiele eignen. Die sind zum Zeitpunkt des Drucks eigentlich schon wieder veraltet, aber da wir nur Feminine Friends Spiele austragen, ist uns das auch nicht so wichtig. So, jetzt gibt es noch ein bisschen Feuerunterstützung im wahrsten Sinne des Wortes. Weiter geht's mit dem Panzer hier, einem Immolator. Den habe ich auch magnetisiert, wie ihr hier sehen könnt, damit er nicht so in der Box rumrutscht. Hab dazu einfach 3 Böppel mit Green Stuff geformt und dann 3 10 mm Magnete verwendet. Ich finde auf jeden Fall, das ist ein sehr schönes Modell, sehr cooler Panzer, stark verziert. Passt einfach wunderbar in so eine Adeptas Sororitas Armee. Oben im Turm als Hauptbewaffnung ganz klassisch die Immolator Flammenwerfer. Die ignorieren Deckung, haben halt nur eine kurze Reichweite von 18 Zoll. Und dann hat er vorne dann nochmal einen schweren Bolter eingebaut, der dann eine höhere Reichweite, 36 Zoll. Aber das ist für mich einfach ein Panzer, der muss nach vorne, so ein, ich nenne den immer Nahkampfpanzer, der muss mit vorrücken, der muss die Feinde einfach verbrennen. Ja, unterstützt eben den Vorstoß der Truppen. Hier kann man auch nochmal sehr schön die ganzen Verzierungen bei dem Modell sehen. Es ist ein klassisches Gehäuse, wie man es jetzt von einem Rhino oder von einem Predator kennt, aber hat eben viel mehr Verzierungen. Hat mir persönlich auch wesentlich mehr Spaß gemacht, als jetzt einen klassischen Space Marine Panzer anzumalen. Klar, vor allem auch der Turm oben mit diesem Buntglasfenster, hinten mit dem Altar, dann auch mit den Kerzen drauf. Hier sieht man den Altar nochmal mit der Statue und den Kerzen drauf. Ist einfach ein sehr, sehr schönes Modell, finde ich. Nach dem fahrenden Panzer kommen jetzt die laufenden Panzer, die Paragon-Kriegsanzüge. Einheit besteht aus 3 Paragon Warsuits, eine Paragon Prioris und 2 normale Paragon Kriegsanzüge. Sind ausgestattet mit Streitklingen. Ja, ein Modell habe ich mit einem Streitkolben ausgestattet. Genau, hier ist das Modell mit dem Streitkolben.
Von der Bewaffnung her haben die standardmäßig schwere Bolter als Fernkampfwaffe, können aber auch Multimelter oder schwere Flammenwerfer tragen. Hab das hier auch so gemacht. Ohne Magnete ging das, dass ich die Waffensysteme modular gehalten habe. Man muss dann natürlich schon schauen, welcher Waffenarm zu welchem Modell passt. Hab mir dann aber hier auch geholfen, indem ich da einfach eine Farbkodierung angewandt habe. Das heißt, die Waffen, die an ein Modell gehören, da haben die Waffen immer zum Beispiel jetzt hier schwarz und bei dem Modell ist eben dann an der Schulter hinten auch ein schwarzer Punkt, eine schwarze Stelle gemalt. Und da weiß ich, die Waffen mit der schwarzen Markierung gehören zu dem Modell mit der schwarzen Schulter. Die Waffen mit einer roten Markierung gehören zu dem Modell mit der roten Markierung an der Schulter. Und so hat man eben relativ simpel und einfach die Möglichkeit, die Standardbewaffnung, also den schweren Bolter, durch einen Multimelter zu ersetzen oder durch einen schweren Ministorum-Flammenwerfer. Die Modelle sind auch echt stark. So meine Leibwache für Morvenwall sind so meine Terminatoren in der Armee. Rüstungswurf 2+, Rettungswurf 4+, krass stark bewaffnet. Haben dann oben zwischen den Schultern dann auch noch entweder Paragon Sturmbolter eingebaut oder Paragon Granatwerfer. Die können dann auch schon gut mal was austeilen. Und dann kommen wir schon zur Anführerin meiner Armee, Morvenwall, eben die oberste Befehlshaberin. Auch eine schöne Erinnerung dran. Die habe ich mir beim Familienurlaub in Paris gegönnt. Hab einfach gedacht, das passt. Adepta Sororitas Fleur de Lille, Oberanführerin in Paris, direkt gekauft. Hat dann schon bei einem Family and Friends Spiel Gashgul Draka aus den Latschen geballert. Und ich finde auch jetzt im Vergleich zu anderen Anführermodellen anderer Armeen, also im Vergleich zu einem Abaddon oder Gashgul, die wirken halt viel wuchtiger, viel brutaler. Dieses Modell ist da filigraner gehalten, aber wirkt trotzdem sehr mächtig auf dem Schlachtfeld. Finde ich sehr interessant. Tja, und dann haben wir kampfbereit, 925 Punkte ready. Dann schauen wir aber doch mal in meinem kleinen Warhammer Store, was wir denn da noch so rumstehen haben für Adepta Sororitas. Was ich denn sozusagen noch in der Hinterhand hätte zum Bauen und zum Bemalen. Also über die 1000 Punkte kommen wir allein mit dem Panzer auf jeden Fall schon mal. Dann habe ich hier noch 2 Boxen. Ja, ich habe so grob damit gerechnet, dass ich so 1000 Punkte Battle Ready habe bei den Adepta Sororitas. Die meisten Modelle, wie gesagt, waren auf dem Hachette Imperium Abo. Und den Immolator und Morvenwall habe ich dazu gekauft. Zusätzlich zum Castigator Kampfpanzer habe ich hier im Lager noch einen Retributor Squad. Das ist ein Trupp aus 5 Modellen mit schweren Waffen, bietet also sehr viel Feuerkraft und die kann man mit schweren Boltern, Multimeltern und schweren Flammenwerfern ausstatten. Dann hier noch eine Standardpackung Battle Sister Squad mit der Besonderheit, die kann man eben als Allround-Truppe bauen, als Battle Sister Squad. Das heißt 2 Spezialwaffen oder eine Spezialwaffe und eine schwere Waffe. Aber die Box kann man eben auch als Dominator-Trupp bauen. Das sind dann auch 10 Modelle in einer Einheit. Kann dann aber 4 Spezialwaffen reinballern. Ist dann also ein viel offensiverer Trupp. Ja, beziehungsweise ein Trupp, den man eben sehr gut spezialisieren kann, um zum Beispiel auch gegen schwer gepanzerte Ziele in den Kampf ziehen zu können. Ich hoffe, dass in der Box genug Waffen enthalten sind, also genug Waffenoptionen. Ich habe nämlich vor, dass ich da 4 Melter reinballer und dann wäre das so mein Dominator-Trupp, um schwer gepanzerte Ziele anzugreifen. Dann haben wir hier noch den Retributor Squad. Besteht dann nur aus 5 Modellen, ist aber von den Punktkosten genauso teuer wie ein Dominator-Trupp. Besonderheit hier hat man dann 4 schwere Waffen drin. Standardbewaffnung wären schwere Bolter, ist aus meiner Sicht so am langweiligsten. Dann könnte man da natürlich auch schwere Flammenwerfer reinpacken, um noch mehr Feuerkraft gegen zahlenmäßig überlegene Feinde zu haben. Da habe ich aber, glaube ich, schon einige Alternativen zu meiner Armee. Deswegen für mich wäre das hier auch 4 Multimelter, wenn die Bits das hergeben, hoffentlich, um dann eben nochmal mehr Feuerkraft gegen schwer gepanzerte Ziele zu haben. Also ich glaube, das ist noch so die Schwachstelle in meiner Armee. Ja, und wenn wir schon bei mehr Feuerkraft sind, dann hier der Castigator Kampfpanzer. Standardbewaffnung wären die Castigator Maschinenkanonen. Sieht man nicht auf dem Frontcover, sondern hier, das sind die mit den 2 Kanonenrohren. Schnellfeuer 4, synchronisiert, also maximal 8 Attacken mit Stärke 9. Alternativ wäre dann das größere Castigator Kampfgeschütz. Explosivmunition, ignoriert Deckung, B6 plus 3 Attacken, also 4 bis 9 mögliche Attacken. Hier dann aber mit Stärke 10, also 1 mehr. Reichweite 48 Zoll, Durchschlag -1, Schaden 3, bei beiden Optionen identisch. Gefühlt aus dem Bauch raus wirkt das Geschütz stärker und Rosalie meinte soll die große Kanone nehmen. Ja, vielleicht magnetisiere es aber auch, wenn es klappt. Ja, also kampfbereit fürs Schlachtfeld wären das 925 Punkte. Wenn ich den Rest dann noch zusammenbaue und anmal, komme ich dann auf die 1315 Punkte.
für eine klassische 2000-Punkte-Armee, also rund noch 700 Punkte Luft. Das ist schon mal cool. Es gibt da ja auch echt noch so ein paar coole Miniaturen, die ich mir noch zulegen möchte. Also einen Exorzist-Raketen-Orgelpanzer brauche ich definitiv noch. Also mindestens einen. Ja, da gibt es echt noch ein paar coole Dinge. Ja, das war die Armeevorstellung meiner Adepta Sororitas. Im Vergleich zu meiner ersten Armeevorstellung der Necrons habe ich diesmal versucht, auch etwas mehr Hintergrundstory und auch Regeln und Besonderheiten der Armee reinzubringen. Also diesmal nicht einfach nur erklärt, was sind Punkte und dann Punkte hochgezählt. Ja, das sollte eben auch ein etwas allgemeinerer Einblick in die Armee sein. Wenn man jetzt noch gar nichts von der Armee gehört hat, vielleicht überlegt, mit der Armee anzufangen, um da mal so einen Einstieg zu bekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob euch diese Änderungen im Vergleich zum Necron-Video gefallen haben. Schreibt mir auch gerne eure Erfahrungen zu den Battle Sisters. Vielleicht habt ihr ja auch Ideen und Tipps für mich, was ich mir auf jeden Fall zulegen sollte, was ich anpassen sollte, was stark ist, was nicht so stark ist. Lasst es mich wissen. Danke euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr aus der Hobby-Ecke sehen wollt, gibt es 3 einfache Dinge, die ihr machen könnt. Lasst mir ein Like da, abonniert den Kanal, schreibt mir. Das freut mich immer und motiviert mich immens. In diesem Sinne, genug gelabert und bis zum nächsten Mal.